Höhentraining, Flexibilität, Weichspielen, Lockerspielen, Blockaden lösen bzw. vermeiden. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte beim Trompetespielen. Und wenn ich jetzt diese Punkte auf mein tägliches Trompetenüben, Trompetentraining übertrage, ist es hier immer wichtig, dass genau diese Punkte eben gut ineinander zahnen. Es geht nicht darum, dass man zum Beispiel Höhentraining macht, damit man es gemacht hat, oder man macht es mit viel Kraft, eng, laut, sondern ganz im Gegenteil, Kräfte reduzieren, um eben weich und flexibel zu bleiben und eben um leichter in die Höhe zu kommen. Meine Lieblingsübungen in Sachen Höhentraining sind immer Naturtonbindungen, zum Beispiel von C2 in einer gewissen Art und Weise bewegt, nach oben und eben wieder nach unten. Meistens dann zum C1 ganz nach unten zum offiziell zweiten Naturton, den ersten, der ist ja noch eine Oktave tiefer. Und jetzt ist es eben wichtig, dass wir nicht dann versuchen, oben mit aller Kraft die Töne zu erreichen, sondern genau dann eigentlich aufzuhören, sobald das passiert, dass der Hals eng wird, dass man merkt, man gibt jetzt unglaublich viel Kraft ins Instrument, sondern dann ist es immer wichtig, dass man sich wieder relaxed, weich spielt, tiefe Lage, lange Töne und wieder frei wird. Atemübungen lockern auch, machen auch wieder weit. Aber jetzt gehen wir gerade mal in diese Übung rein und die läuft dann immer folgendermaßen. Einmal langsam. Bei der Übung geht es nicht darum, dass es wunderbar schön klingt oder dass es absolut in Time ist, sondern viel wichtiger ist hierbei, dass wir uns beobachten, was passiert denn, wo arbeitet es. Und ich habe ganz genau gemerkt, die Luft fließt, die Zungenbewegung merkt man ganz deutlich, wie sie mitarbeitet, immer wieder neu justiert wird. Und eben die Ansatzspannung nimmt nach oben hinzu und nach unten hin wieder etwas ab. Wenn es gut läuft, kann ich das Tempo erhöhen oder wenn ich es oben gut und frei erreiche, kann ich nochmal einen Wechselton höher mit einbauen. Zum Beispiel. Und dann kann man dementsprechend seinen Tonraum eben erweitern. Oder man macht einen Halbton tiefer und nochmal und nochmal. Also typische chromatische Abwärtsbewegung und dann eben wieder oben drüber unsere Naturtöne aufgebaut. Das ist ein Training, das uns weich und locker von der Lippe gehen soll. Hier geht es nicht darum, dass man Kraft und so weiter trainiert, sondern Flexibilität und Weichheit. Das sind letztendlich alles Übungen, die auf den Ideen von Colin beruhen. Also diese Lip Flexibilities, die ihr bestimmt kennt, diese Trompetenschule, wo es eben um solche Übungen geht. Na, dort beginnt es ja auch ganz, ganz langsam, erstmal mit 5 Tönen. Ja, E2, C2, E2, G2 zum Ausgangston wieder zurück. Na, 5 Töne. Und warum das Ganze so langsam? Damit man eben beobachten kann, was passiert. Was passiert mit meinem Körper? Wie reagiert er? Je nachdem, welchen Ton ich spiele, wie ich in die Bindung gehe. Und so geht man eben in diese Übungen rein. Und danach Tonraumerweiterung, so wie in der Schule auch. Und letztendlich geht es dann einen Schritt weiter zur Erhöhung des Tempos. Und somit hat man auch wieder eine Variation von diesen Übungen, die sich immer weiter ausbauen und man hat dann richtig lange, teilweise über eine Zeile hinweg, Übungen, die man eben fürs Lippenflexibilitätstraining, Höhentraining benutzen kann. Wichtig ist immer, dass man nicht verkrampft, wie schon oft erwähnt, und gebetsmühlenartig wiederhole ich es immer, locker weich bleiben. Kräfte reduzieren, Kräfte heißt Luftdruck reduzieren, Ansatzanspannung somit auch reduzieren und Mundstückdruck gegen die Lippe auch reduzieren. Man kann immer mal versuchen zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Übung gespielt und jetzt reduziere ich auch noch die Lautstärke und versuche trotzdem diese Töne eben zu erreichen.
ist leise, für mein Empfinden noch wesentlich leichter als im Mezzoforte oder Forte-Bereich. Das heißt also, umso weniger Lautstärke, umso weniger Kraft, umso mehr Flexibilität. Aber ich habe letztendlich auch die Möglichkeit, ausdauernder zu spielen, weil ich für die extremen Lagen, C und dann eben drüber, gar nicht bis ans Maximum meiner Kräfte gehe, sondern ich bin immer noch im Technikbereich. Die Kraft kommt natürlich unweigerlich dazu, wenn ich mal zum D oder zum E gehe. Ganz klar. Das sind ganz andere Verhältnisse dann, ganz andere Druckverhältnisse. Ich muss auch dem Druck mehr entgegenwirken, mit der Ansatzmuskulatur eben. Und ich trainiere mich eben, den ein oder anderen Ton höher zu kommen, indem ich es eben leiser spiele. Und wenn ich es leise kann, kann ich hier auch wieder dementsprechend Tempo und Tonraum erweitern. Und habe hier auch gleich wieder eine Übung, die mich eben mit Flexibilität in teilweise Höhen bzw. in Geschwindigkeiten vordringen lässt, die ich durch das laute Spiel nicht erreichen kann, weil alles viel, viel fester ist. Also Lautstärke reduzieren, Flexibilität gewinnen. Beobachte dich mal mit deinen Übungen, ob du fest oder verkrampft spielst, ob du Blockaden hast, ob du eng bist oder ob du sagst, nee, ich bin weich, ich bin absolut im Flow der Luft und kann mein Trompetenspiel genau darauf aufbauen. Es interessiert mich wirklich brennend, was für Fragen du zu diesem Thema hast. Also ab damit in die Kommentare oder schreib mir persönlich. Und mir ist es immer wichtig, und es freut mich auch, wenn du am Ende noch ein Like und Abo da lässt. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.